Skull and Bones ist ein Orden an der Universität Yale. Er rekrutiert jedes Jahr 15 neue Mitglieder aus den ersten Semestern. Bonesmen an der Wall Street finanzierten Hitler und Stalin. Man erschuf den Kommunismus. Sie schufen 3 verschiedene Arten von Sozialismus. Den bolschewistischen Sozialismus in Russland, den Faulenzer-Sozialismus in den Vereinigten Staaten und den Nationalsozialismus unter Hitler. Die Bücher untersuchen die Finanzierung, die Zuwendungen durch Wall Street, durch die internationalen Bankiers an die 3 Formen des Sozialismus. Der Orden verwandelt außerdem das amerikanische Bildungswesen von einem klassischen akademischen System in ein System der Abrichtungsmethoden aus der Tierdressur. Der Orden konnte das furchtbare System der reizbasierten Tierabrechtung, basierend auf Leuten wie Pavlov, Skinner und Wilhelm Wundt, aus deutschen Labors holen und es im amerikanischen Bildungssystem etablieren. Motivation und Belohnung sind elementare Faktoren im Lernprozess. Ein motiviertes Tier wird jede Reaktion erlernen, worauf eine Verminderung des Triebs erfolgt. Mein Vater und mein Großvater waren Mitglieder des Ordens. Die Geheimgesellschaft Skull and Bones wurde von William Russell im Jahr 1830 an der Universität Yale geschaffen. Die deutschen Verbindungen sind sehr stark. Zum Illuminatenorden beispielsweise. Da gibt es viel Forschung, die selbst ich noch nicht gelesen habe. Die Illuminaten waren eine bayerische marxistische Organisation, die zum Ziel hatte, die Familie zu zerstören, die Kirche, damals der Katholizismus, und Nationalstaaten. Ich habe eine Originalausgabe des Buchs Proofs of a Conspiracy von Robison. Es heißt, der Orden wollte die Familie stürzen und die religiöse Aristokratie, damals vorherrschend in Westeuropa. Down with the family, down with the royalty. At that time, governments were royalty, and they were religious. That was Western European, right? Originaldokumente des Illuminatenordens, auf den Skull and Bones zurückgeht, zeigen, dass der Mann mit dem Decknamen Raphael niemand anderes war als Karl Kasimir Wundt. Kirchenrat Karl Kasimir Wundt war ein Professor an der Universität Heidelberg und lehrte die Geographie und die Geschichte Badens. Er war gleichzeitig Kirchenpastor in einer benachbarten Kleinstadt. Der Nachfahre Wilhelm Maximilian Wundt bildete diejenigen Amerikaner in Verhaltenspsychologie aus, die das Bildungssystem aufmischen sollten. Konditionierungsmethoden aus der Tierdressur. Keine Bildung, sondern Ausbildung für die globalen Arbeitsheere. Der Orden in Yale schickte Pädagogen zu Wundt nach Deutschland. Stanley Hall war der Erste. Der Einfluss Hegels auf Hall heißt es hier. Von 1870 ab verbrachte der Amerikaner Hall, anscheinend im Auftrag des Ordens, 12 Jahre in Deutschland. Er sagte, ich kenne keinen weiteren amerikanischen Gelehrten auf dem Gebiet der Philosophie und der Psychologie, der auch nur ansatzweise wie ich den Kontakt hatte zu Hartmann und Fechner.
Ich kenne auch keinen amerikanischen Psychologen, der die Gelegenheit hatte, experimentelle Psychologie mit Helmholtz zu studieren. Ich glaube, ich war der erste amerikanische Schüler Wundts. Viele glauben, die amerikanische Psychologie gehe auf Pawlow zurück. Pawlow war aber nicht der erste seiner Art. Er hatte unter Wilhelm Wundt in Leipzig studiert. Die 12 Jahre in Deutschland waren der Beginn der modernen Psychologie. Wilhelm Wundt lebte von 1832 bis 1920. Er war Philosophieprofessor an der Universität von Leipzig und zweifellos der größte Einfluss auf G. Stanley Hall. Der wiederum lehrte Thorndike, Dewey und so weiter. Hall schien gut verbunden zu sein mit dem Orden an Yale. Deshalb ging er schließlich nach Leipzig. Die modernen Bildungssysteme basieren auf Hegels Sozialtheorie, kombiniert mit der experimentellen Psychologie von Wilhelm Wundt. Gemäß Hegel schafft man ein Problem, die Leute schreien Ceto und Mordio und dann setzt man seine Lösung um. Karl Marx und von Bismarck wandten die Hegelsche Theorie in der Politik an. Wilhelm Wundt, beeinflusst durch Johann Herbart, wandte Hegels Dialektik auf das Erziehungswesen an. Hall und Dewey übernahmen dies, folglich auch andere moderne Pädagogen. Wundts Methode ist die Tierdressur, die auf niederen Gehirnfunktionen basiert. Wundt schuf im Jahr 1875 das weltweit erste Labor für experimentelle Psychologie, um individuelle Reaktionen auf Reize zu messen. Wundt glaubte, der Mensch sei nur die Summe seiner Erfahrungen, die Reize, denen er ausgesetzt war. Der Mensch hätte folglich keinen eigenen Willen, keine Selbstbestimmung. Der Mensch sei gefangen in seinen Erfahrungen, eine Schachfigur, die Führung braucht. Schüler aus Europa und den USA kamen nach Leipzig, um von Wundt die neue Wissenschaft der experimentellen Psychologie zu lernen. Diese Schüler kehrten dann nach Hause zurück, um Pädagogik- oder Psychologieeinrichtungen zu gründen und hunderte weitere Leute in dem Feld auszubilden. Das Kernproblem ist, dass Wundts Arbeit auf Hegels philosophischer Theorie basiert und das Individuum als wertloses Zahnrädchen in der staatlichen Maschinerie betrachtet wird. Hall war primär Psychologe und Lehrer. Seine politische Ausrichtung war teilweise marxistisch. Er schrieb: Ich habe mich mit Karl Marx herumgeschlagen und dem, was ich verstanden habe, zur Hälfte zugestimmt. Das kommunistische Manifest war praktisch das von Weishaupt. Niemand außer Sutton in seinen Ausführungen über den Orden hat sich wirklich mit dem Bildungssystem beschäftigt. Sutton hat die Bedeutung verstanden. Er hatte beim Hoover-Institut die Technologietransfers und andere Hilfen an die Sowjetunion entlarvt. Der Durchschnittsbürger heute wurde von Kindesbeinen an durch die Schulen, das Fernsehen und diverse Sozialeinrichtungen konditioniert. John Dewey sprach es deutlich aus. Wir müssen den Individualismus loswerden. Alles muss hin zum Kollektiv, zur Gruppe. Seit den frühen 60er Jahren gibt es diese Ausbildungskurse. Begonnen hatte es in Bethel, Maine, in den nationalen Ausbildungslaboren. Die Menschen in einer Gruppe sollen einander alle ihre Geheimnisse anvertrauen und machen sich somit abhängig und angreifbar. Man nennt das Sensitivity Training.
In der ursprünglichen Literatur wird klar, dass chinesisch-kommunistische Gedankenkontrolle ist. Amerikaner sind dem seit den 50er Jahren ausgesetzt und wurden zu Kollektivisten, Gruppenabhängigen. Das Individuum wird misstrauisch beäugt. Jemand könnte eine andere Meinung haben als das, was ich jeden Tag im Fernsehen, in der Schule oder an der Uni höre. Seltsame Leute, diese Individuen. Sprechen wir über die Rockefeller Stiftung und deren geschaffene Organisation General Education Board sowie Carnegie. Auf dieser Liste hier steht die Fakultät für Bildungswesen und Pädagogik an der Universität von Chicago. Sie hatten John Dewey und Charles Jugg. Das Teachers College an der Columbia-Universität hatte John Dewey und Thorndike mit seinen dressierten Hühnern. James E. Russell, James McCall waren bei der Psychologiefakultät an der Universität von Columbia. Alle wurden finanziert von General Education Board der Rockefeller Stiftung und der Carnegie Stiftung. Sprechen wir über das Buch America's Secret Establishment von Anthony Sutton. Wir beide forschten auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Ich war früher im Außenministerium und interessierte mich für das Thema. Eines Tages meinte er, ich interessiere mich für den Einfluss des Ordens an Yale. Ich hatte einen Tag zuvor erst Exemplare der Mitgliederlisten erhalten. 3, 4 kleine Büchlein. Ihr könnt Fotos von ihnen machen. Er bat mich, ihm die Listen zuzusenden, was ich auch tat. Er hat sie mir, wie versprochen, wieder zurückgegeben. Er meinte, Charlotte, ich habe mehrere Jahre lang am Hoover-Institut das Thema Hilfen an die Sowjetunion erforscht. Ich habe mich immer gefragt, was um Himmels Willen wir da treiben? Warum bauen wir unsere Feinde auf? Ich habe das nie verstanden. Als ich aber all die Namen aus den Listen auf meinem Esstisch ausgebreitet hatte, ergab alles plötzlich einen Sinn. Ich sah die Namen von all diesen wichtigen Leuten aus der Rüstungsindustrie, aus dem Erziehungswesen, einfach alles. Ich verstand ihren Plan. Sutton konzentrierte sich auf diese Schlussfolgerung und schrieb das Buch. Er schreibt hier, über 170 Jahre lang haben sich diese Leute im Geheimen getroffen. Aus ihren Rängen entstammten Senatoren, Präsidenten, Richter, Kabinettsminister und reichlich Geheimagenten, CIA. Sie sind Größen aus der Finanzwelt und der Industrie. Sie haben erst kürzlich den dritten Skull-and-Bones-Präsidenten der USA gestellt, George Jr. George W. Bushes geheimer Deckname lautet Temporary. Der Bones-Name seines Vaters George H.W. Bush ist Magog. Sein Großvater Prescott Sheldon Bush hatte einst eines der prestigeträchtigsten Souvenire des Ordens gestohlen, Geronimo's Schädel. Die Geheimnisse des Ordens wurden immerzu bewahrt, denn ihnen gehörte ein Großteil der Presse. Das ist die Skull-and-Bones Standuhr. Jedes Ordensmitglied bekam eine bei seiner Hochzeit. Mein Vater heiratete im Jahr 1927, wenn ich mich nicht irre. Er gab die Uhr bei einem Uhrenmacher in South Carolina in Auftrag. Ich glaube, der Orden bezahlt die Rechnung. Jeder erhielt dieses Geschenk bei seiner Hochzeit. Zu Hause sprach man nie über den Orden. Mein Vater hat nie irgendetwas auch nur ansatzweise Bedeutsames erwähnt.